Ja, hallo zusammen. Nach längerer Zeit mal wieder eine 10-Minuten-Malerei. Ich bin beim Surfen auf YouTube mal wieder auf ein ganz interessantes Video, oder eigentlich sind es sogar mehrere gewesen, gestoßen und versuche jetzt mal diese Bilder nachzumalen. Und zwar braucht man tatsächlich nur Schwarz und Weiß dafür. Man kann natürlich auch andere Kombinationen nehmen. Blau mit Weiß wird, denke ich, auch ein dunkles Blau mit Weiß wird natürlich auch gut funktionieren. Müssen wir aber ein deckendes Weiß nehmen. Und zwar brauche ich auch gar keine Palette und man muss relativ fix arbeiten. Ne? Also brauche ich jetzt gar nicht viel erklären. Also ihr braucht dafür diverse Pinsel, Flachpinsel, und da müsst ihr jetzt relativ schnell die Farben auftragen, tragen, ja. Und auch also ziemlich pastos, also ziemlich dick. Sondern braucht ihr dafür einen Pinsel, den ich leider nicht hier habe. Deswegen habe ich jetzt zwei zur Auswahl. Einmal den hier. Ihr braucht eigentlich einen Pinsel, der vorne so richtig dick ist. Der sieht aus wie ein Schminkpinsel. Ne? Habe ich jetzt aber gerade nicht da. Und deswegen versuche ich das hier mit einem Aquarellpinsel. Vielleicht klappt es ja. Und wenn nicht, lade ich das halt nicht hoch. Also das ist jetzt live hier, wenn man sieht. Dann der Trick ist halt, dass er den Pinsel immer wieder dreht und so aufstupft. Auch das geht eigentlich ganz gut mit dem. Und damit erzeugt er halt die Illusion von Büschen. So, wenn ihr damit fertig seid und euch die Finger sauber gemacht habt, nehmt dann einen Baumarktpinsel oder, also ein Borstenpinsel, glaube ich, geht das nicht so gut. Der ist halt ein bisschen weicher, es muss ein möglichst weicher Pinsel sein. Und dann setzt ihr den unten an der Kante von diesen Büschen an, weil hier vorne ist nämlich ein Gewässer, und führt, ich hoffe, das klappt jetzt, und führt den Pinsel mit weichem Zug zu euch hin. Und dann ergeben sich hier so diese Reflexionen. Als wenn da hier so eine Uferlinie wäre. Ne? Und wenn ihr damit fertig seid, dann, so, und dann braucht ihr noch ein Malmesser. Und damit könnt ihr jetzt noch hier noch die Uferlinien und so Wasserbewegungen hier in der Wasserfläche machen. So, und damit es noch ein bisschen weicher ist, es sieht jetzt sehr hart aus, nehmt ihr euch halt noch einen Pinsel, so ziemlicher Pinselverbrauch, ne? Und geht wirklich ohne Druck einmal so, ja, der ist jetzt zu hart, das seht ihr, dann geht das schon kaputt. Das muss wirklich ein ganz, ganz weicher Pinsel sein. Aber das ist okay. So, jetzt brauche ich doch eine Palette, sonst funktioniert das mit dem Malmesser nicht. So, also, ich habe ja auch jetzt das Buch zum Malmesser, da ist die Technik auch nochmal beschrieben. Ihr macht halt an der Seite von dem Malmesser hier wie so eine Rolle ist das halt. Dann setzt ihr das Malmesser auf und dann führt er das einfach. Ihr könnt es auch auftupfen und damit könnt ihr dann halt hier so einen Rand erzeugen. Ne? So, das kann ich natürlich auch hernehmen, um hier nur so Wasserbewegungen zu imitieren. Und da der einfache Trick: Je weiter weg das von euch ist, desto näher aneinander sind diese Linien, und je näher zu euch, desto näher beieinander sind sie und desto dicker sind sie logischerweise. Die Wellen, die weiter weg sind, sind halt kleiner. So. Dann das gleiche kann man jetzt noch machen. Da wo ich das gesehen habe, die haben das alle mit dem Malmesser hier noch so Baumstämme reingekratzt. Also ich glaube, es ist eine ganz coole Sache, wenn ihr den Untergrund erst komplett schwarz macht, und dann das so macht wie ich. Wenn er nämlich dann kratzt, dann kommt hinter dem Weißen ein dunkler Baumstamm raus. Wenn ich jetzt kratze, seht ihr, dann gibt es hier so weiße Baumstämme, die man hier sieht. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Also ich fände es besser, wenn unter dem Weiß es halt dunkel wäre. Wie gesagt, die nehmen halt dafür ein Malmesser her, und ich finde es einfach viel besser, und tragen dann halt hier nochmal so Stämme auf. Ich finde es besser, das reinzukratzen. Es geht auch viel schneller und auch natürlicher, weil ich im Bögen kratzen kann. Seht ihr? Ja, sieht cool aus. So, und jetzt kann man nur hingehen und können an der Uferlinie nur rein weiße Striche nur machen. Sieht sehr schön aus.
Und jetzt kann ich hier ein bisschen Tiefe erzeugen. Also dieser Busch hier, da geht hier dahinter praktisch nochmal ein... das ist ein bisschen sehr krass geworden, aber egal. Vielleicht kann ich es noch reparieren. Sonst wisst ihr, dass ihr es nicht so machen sollt. Das ist eine sehr dicke weiße Linie jetzt geworden. Mal gucken, wie ich sie repariert kriege. Okay, und jetzt mache ich hier nochmal das hier ein bisschen dunkler, damit ich ein bisschen mehr Kontrast noch habe. Und kratze hier nochmal auch hier noch ein paar so Spuren von Büschen rein. Es geht halt nur, wenn die Farbe noch feucht ist, ne? Sonst geht das natürlich nicht. Und voilà, kann ich hier auch nochmal, statt weißer Striche kann man hier natürlich auch das alles mit dem Malmesser noch kratzen. Tere, Bild ist fertig. 10 Minuten Malerei, diesmal tatsächlich in 10 Minuten geschafft. Daumen hoch. Also ich verlinke euch unten noch die zwei Künstler, wo ich das halt auch gesehen habe. Wie gesagt, die haben andere Pinsel hergenommen. Jetzt haben wir gerade gemerkt, es geht auch mit dem Baumarktpinsel problemlos. Und ich finde halt die Technik mit dem Kratzen besser, als wie die das machen, weil wenn er das mit dem Malmesser macht, dann sehen halt alle Stämme gleich aus. Ne? Und hier kann ich die Stämme unterschiedlich und die Zweige unterschiedlich lang machen und das sieht halt ein bisschen interessanter aus. Okay, versucht es doch einfach einmal mit anderen Farben, das ist sicherlich sehr spannend und eine nette Sache. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.